Hast du jemals das Gefühl gehabt, in einer Beziehung oder Freundschaft festzustecken? Vielleicht hältst du an dieser Beziehung oder Freundschaft fest, weil sie bequem und vertraut ist, obwohl du tief im Inneren weißt, dass sie dich wirklich davon abhält, dich weiterzuentwickeln. Diese Wahrheit zu akzeptieren kann schwierig sein. Manchmal verdienen die Menschen, denen wir am nächsten stehen, mit denen wir gelacht, geweint und unzählige Erinnerungen geteilt haben, es nicht für immer an unserer Seite zu sein. Das ist eine ziemlich schockierende Wahrheit, nicht wahr? Hier kommt die alte Weisheit der Stoiker ins Spiel, die unsere modernen Probleme transformiert. Die Stoiker erinnern uns mit ihren tiefen Einsichten in die menschliche Natur und die Suche nach einem erfüllten Leben daran, dass persönliches Wachstum oft schwierige Entscheidungen darüber erfordert, wen wir in unseren inneren Kreis lassen. Es geht nicht darum, Menschen kaltherzig auszugrenzen, sondern darum, unsere Beziehungen zu ordnen. Es geht darum, diejenigen Beziehungen zu wählen, die uns ermutigen, inspirieren und herausfordern, unser Bestes zu geben. Wenn du also an dieser Kreuzung stehst und deine Entscheidung deinen Weg neu definieren könnte, lass dich von den Lehren der Stoiker auf diese Reise leiten, um Platz für neues Wachstum, tiefe Verbindungen und ein Leben in Einklang mit den höchsten Tugenden zu schaffen. Bist du bereit, die Freiheit und den Frieden zu entdecken, die mit der weisen und mutigen Wahl unserer Beziehungen einhergehen? Während wir auf dieser Reise voranschreiten, vergiss nicht, dieses Video mit jemandem zu teilen, der diese Botschaft hören muss und es ohne Auslassung zu schauen. Denn dieser Moment der Entdeckung könnte ein Moment sein, der dein Leben verändern kann. Wenn eine Beziehung dich davon abhält zu wachsen, ist das ein rotes Warnsignal. Hast du dich jemals an einem Punkt befunden, an dem du das Gefühl hattest, dass jemand dich nicht ermutigt oder, noch schlimmer, aktiv zurückhält? Das ist eine schwierige Situation, nicht wahr? Seneca beschäftigte sich mit der Macht des persönlichen Wachstums und der Selbstverbesserung. Seiner Meinung nach müssen wir uns ständig weiterentwickeln, lernen und unsere Grenzen überschreiten, um ein Leben zu führen, das es wert ist, gelebt zu werden. Wenn du also in einer Beziehung mit einem Freund, Familienmitglied oder Partner bist und nicht wachsen kannst, würde Seneca wahrscheinlich sagen, dass dies ein rotes Warnsignal ist. Nicht jede Beziehung muss dich an deine Grenzen bringen oder Weltrekorde brechen, aber sie sollte dir ermöglichen, zu wachsen. Es sollten Menschen sein, die dich unterstützen, dir Orientierung geben und dich nicht nach unten ziehen. Es lohnt sich, dich hinzusetzen und ein Gespräch von Herz zu Herz mit dir selbst zu führen. Du solltest dich fragen, warum halte ich immer noch an dieser Beziehung fest? Ist es Gewohnheit, Angst oder Loyalität? Diese Fragen sind schwer, aber notwendig. Denn wahre Verbindungen, diejenigen, die deine Zeit und dein Herz verdienen, sollten dich erheben und dir das Gefühl geben, mehr zu sein als gestern. Stoizismus bedeutet, sich mit Menschen zu umgeben, die positiv zu unserem Leben beitragen. Es geht nicht darum, Freundschaften zu schließen oder geliebt zu werden. Es geht darum, einen Kreis zu schaffen, der dein Leben bereichert und dir den Mut gibt, zu wachsen. Und es geht darum, ein Leben in Einklang mit deinen Werten zu führen. Wenn sich also eine Beziehung wie ein Anker oder eine Last anfühlt, erinnere dich daran, dass es an der Zeit ist, ihre Rolle in deinem Leben neu zu überdenken. Erinnere dich daran, dass es nicht egoistisch ist, wachsen zu wollen. Es ist menschlich. Und manchmal bedeutet Wachstum, diejenigen loszulassen, die uns zurückhalten. Aber nicht mit Grausamkeit, sondern mit den Lektionen, die das Abschiednehmen mit sich bringt und der Kraft zu wissen, wann es an der Zeit ist, loszulassen. Denke über deine Beziehungen nach und überlege, ob sie dich zu deinem besten Selbst machen oder ob sie Hindernisse auf deinem Weg
des Wachstums sind. Erinnere dich daran, dass die Reise der Selbstverbesserung niemals allein gemacht wird. Was die Reise wirklich lohnenswert macht, sind die richtigen Weggefährten. Wir alle haben uns irgendwann einmal in einem Strudel negativer Gefühle in einer Beziehung befunden. Warst du jemals in einer Beziehung, in der Drama das Hauptgericht war und Unterstützung nicht auf der Speisekarte stand? Das ist wirklich ermüdend, oder? Marcus Aurelius hatte starke Ansichten darüber, wie wir mit unseren Emotionen umgehen sollten. Er sagte, dass wir die Kontrolle über unseren Geist haben und dass das Bewusstsein dieser Kontrolle unsere wahre Stärke bestimmt. Das kann lebensrettend sein, wenn Eifersucht, Wut oder andere negative Gefühle die Landschaft zu dominieren scheinen. Denke darüber nach. Wenn sich deine Beziehung wie ein Schlachtfeld anfühlt, nicht wie ein sicherer Hafen, ist das ein klares Zeichen, dass sich etwas ändern muss. Diese Gefühle, obwohl sie Teil der menschlichen Erfahrung sind, sollten nicht die Grundlage oder das bestimmende Merkmal einer Beziehung sein, die auf Langlebigkeit und Frieden abzielt. Jetzt, wir streben nicht danach, ein Leben ohne Wut oder Eifersucht zu führen oder in einer Beziehung zu sein, ohne jemals diese Gefühle zu erleben. Das wäre wie zu versuchen, ohne zu atmen zu leben. Aber Marcus Aurelius lehrt uns, dass wir die Kontrolle darüber haben, wie wir auf diese Gefühle reagieren. Wenn Eifersucht dich zurückhält, wenn du siehst, wie ein Freund im Leben vorankommt, oder wenn dich jemand durch Herabsetzung immer wieder wütend macht, erinnere dich daran, dass deine Reaktion unter deiner Kontrolle liegt. Wenn du nicht willst, dass diese Gefühle die Grundlage deiner Beziehung bilden, kannst du die Antwort auf dieses Problem kontrollieren. Es beginnt damit, dir selbst diese Fragen zu stellen. Warum fühle ich mich so? Was kann ich aus dieser Situation lernen? Wie kann ich auf eine Weise reagieren, die im Einklang mit der Person steht, die ich sein möchte? Diese Fragen sind nicht einfach, aber wesentlich. Manchmal ist die gesündeste Reaktion, Abstand zu schaffen oder Veränderungen vorzunehmen. Es geht nicht darum, vor Problemen davonzulaufen, sondern darum zu akzeptieren, dass der Kern einer Beziehung darin bestehen sollte, einander nach oben zu ziehen, anstatt in negative Spiralen zu ziehen. Das bedeutet nicht, dass du versagt hast oder dass die andere Person der Bösewicht in deiner Geschichte ist. Es bedeutet einfach zu akzeptieren, dass nicht jede Beziehung für jede Phase unseres Lebens gemacht ist. Und das ist in Ordnung. Die Stoiker betonten die Bedeutung, im Einklang mit der Natur zu leben. Und manchmal ist eines der natürlichen Dinge das Loslassen. Wenn du also in deinen Beziehungen ständig mit negativen Gefühlen zu kämpfen hast und keinen Frieden findest, könnte es an der Zeit sein, die Rolle dieser Beziehungen in deinem Leben neu zu bewerten. Lass uns das Drama nicht in unser Leben durch Beziehungen bringen. Stattdessen sollten wir Verbindungen aufbauen, die auf gegenseitigem Respekt, Verständnis und echter Unterstützung basieren. Denn letztlich sind es diese Beziehungen, die den Test der Zeit bestehen und das Beste aus uns herausholen. Ein weiteres schwieriges, aber lebenswichtiges Thema, das wir betrachten müssen, ist die Rolle von Manipulation und Kontrolle in unseren Beziehungen. In einer Beziehung mehr als Partner, sondern als Marionette zu fühlen, ist ein großes Warnsignal. Wer nicht Herr seiner eigenen Taten, Entscheidungen und letztlich seines Lebens ist, ist nicht frei, sagte Epiktetos. Lasst uns an diesen weisen Rat erinnern. Epiktetos zufolge kommt wahre Freiheit von innen, von der Kontrolle über unsere eigenen Handlungen, Entscheidungen und letztlich unser Leben. Was passiert also, wenn wir uns in Beziehungen wiederfinden, in denen wir das Gefühl haben, dass unsere Entscheidungen und sogar Gedanken von jemand anderem kontrolliert werden? Wenn wir uns in Beziehungen befinden, in denen wir die Zügel der anderen Person spüren, ist es offensichtlich, dass etwas nicht stimmt.
Manipulation und Kontrolle können sich auf subtile Weise in unser Leben schleichen. Sie können in Form von ständigen Vorschlägen, die uns von unseren Leidenschaften ablenken, oder durch völlig abweichende Wünsche oder Forderungen, die diktieren, wer wir sein sollen, auftreten. Das sind keine Zeichen einer gesunden Beziehung. Echte Verbindungen, diejenigen, die unsere Zeit und emotionalen Investitionen verdienen, basieren auf gegenseitigem Respekt und Freiheit. Der Stoizismus lehrt uns die Bedeutung der Autonomie, der Kapitän unseres eigenen Schiffes zu sein. Wenn du dich also in einer Beziehung ständig dabei ertappst, deine Entscheidungen zu hinterfragen oder dich unterdrückt zu fühlen, solltest du dich fragen, warum du bleibst. Es geht darum, deinen eigenen Wert, deine Freiheit und dein Recht, deine eigene Lebensgeschichte zu schreiben, zu ehren. Dies bedeutet, Epiktetos Weisheit im Herzen zu akzeptieren und deine Freiheit zurückzugewinnen. Die Freiheit, deine eigenen Entscheidungen zu treffen, zu wachsen, ein Leben im Einklang mit deinen Werten zu führen und, ja, die Entscheidung, solche Beziehungen loszulassen, kann unglaublich schwer sein. Dies kann bedeuten, etwas, an das du gewöhnt bist oder jemanden, den du tief liebst, loszulassen. Aber erinnere dich, dass der Stoizismus nicht darum geht, den einfachen Weg zu wählen. Es geht darum, den richtigen Weg zu wählen. Der richtige Weg ist manchmal derjenige, der uns von dem, was uns schadet, wegführt und uns zu einer authentischeren, erfüllteren Existenz führt. Echte Beziehungen sind diejenigen, die unser Leben bereichern, uns ermutigen zu erforschen, zu hinterfragen und zu wachsen. Sie versuchen nicht, uns in etwas zu verwandeln, das wir nicht sind, oder zu diktieren, wie wir leben sollten. Wenn du also das Gefühl hast, dass dich jemand kontrolliert, halte einen Moment inne und denke über die Worte von Epiktetos nach und frage dich, ob du wirklich frei bist. Sei bereit, dir die Frage zu stellen: Ist es an der Zeit, die Zügel zu durchtrennen und frei zu sein, du selbst zu sein? Denn dies ist ein Schritt hin zu Beziehungen, die deine Autonomie und Freiheit respektieren. Lasst uns nach wahrer Freundschaft und Liebe suchen, die uns frei machen. Lasst uns Beziehungen wählen, die uns zu den Meistern unserer eigenen Leben machen. Denn letztendlich sollten wahre Freundschaft und Liebe uns befreien, nicht zurückhalten. Was ist zu tun, wenn eine Beziehung dich mehr erschöpft als bereichert? Wenn du das Gefühl hast, auf Eierschalen zu gehen, ständig in einem Kreislauf von Streitigkeiten gefangen zu sein oder einfach nur schlecht gelaunt zu sein, wenn du mit der Person zusammen bist, sind dies Anzeichen dafür, dass etwas ernsthaft nicht stimmt. Gesunde Beziehungen sollten sich gut anfühlen, sie sollten unser Leben bereichern und Frieden bringen. Der Stoizismus betont, im Einklang mit der Natur zu leben, einschließlich unserer eigenen Natur, und ein tugendhaftes und friedliches Leben anzustreben. Die Stoiker legen Wert darauf, Beziehungen zu pflegen, die mit diesen Prinzipien im Einklang stehen. Wenn du also in einer Beziehung bist, die dich ständig von deinem besten Selbst entfernt und dich unwohl fühlen lässt, ist es wert, darüber nachzudenken, was die Stoiker raten würden. Sie würden uns wahrscheinlich vorschlagen, die Situation objektiv zu betrachten. Trägt diese Beziehung zu deinem Wohl bei, fördert sie dein persönliches Wachstum, oder ist sie eine ständige Quelle der Negativität, die deine Energie verbraucht und dich schlecht fühlen lässt? Wenn letzteres der Fall ist, könnte es an der Zeit sein, die wahre Nützlichkeit dieser Verbindung zu hinterfragen. Denke daran, der Stoizismus lehrt uns den Wert der Selbstreflexion und der Notwendigkeit, schwierige Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit unserem Wohlbefinden stehen. Es geht nicht darum, gefühllos oder emotionslos zu sein. Es geht darum, zu erkennen, was uns langfristig wirklich nützt
Und manchmal bedeutet das, die schwierige Entscheidung zu treffen, Beziehungen loszulassen, die uns mehr schaden als nützen. Das bedeutet nicht, dass jede Unebenheit eine Beziehung toxisch macht oder dass sie beendet werden muss. Aber wenn jemand in deinem Leben dich ständig schlecht fühlen lässt, ist das ein Zeichen, dass sich etwas ändern muss. Gesunde Beziehungen können Herausforderungen haben, aber im Kern sind sie Quellen der Unterstützung, Liebe und des gegenseitigen Wachstums. Wenn du also das Gefühl hast, dass dies auf deine derzeitige Situation zutrifft, nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Überlege, wie du die aktuellen Probleme angehen könntest. Kommunikation ist wichtig. Vielleicht ist es an der Zeit für ein offenes und ehrliches Gespräch darüber, wie du dich fühlst. Wenn sich nichts ändert, denke daran, dass es nicht egoistisch ist, deinen Frieden und dein Wohlbefinden zu priorisieren. Die Stoiker erinnern uns daran, dass unsere Verantwortung, gesunde Beziehungen zu pflegen, mit unserer Fähigkeit einhergeht, uns von Ungesunden zu trennen. Lasst uns entscheiden, gesunde Verbindungen zu suchen und zu pflegen. Lasst uns Beziehungen aufbauen, die unser Leben bereichern, ohne es zu verkomplizieren oder unseren Frieden zu gefährden. Nichts Positives kann ohne Respekt aufbauen. Ohne Respekt, was haben wir wirklich? Es ist, als würde man versuchen, auf Sand zu bauen. Letztendlich wird alles zusammenbrechen. Die Stoiker legten großen Wert auf Selbstachtung und den Respekt, den wir anderen schulden. Sie glaubten, dass jeder Mensch inneren Wert und Würde besitzt, und diese Überzeugung sollte sich in der Art und Weise widerspiegeln, wie wir einander behandeln. Wenn du dich also in einer Beziehung befindest, in der du nicht mit dem Respekt behandelt wirst, den du verdienst, ist das ein großes Warnsignal. Es geht nicht nur darum, sich wertlos zu fühlen. Es ist die Erkenntnis, dass ein grundlegender Aspekt deiner Menschlichkeit ignoriert wird. Gegenseitiger Respekt ist das Fundament jeder gesunden Verbindung. Es ist die Basis, auf der Vertrauen, Liebe und echtes Verständnis aufgebaut werden. Wenn dies fehlt, was bleibt dann? Eine hohle, unbefriedigende Beziehung, die deine Zeit und emotionale Investition nicht wert ist. Einige von euch könnten jetzt denken, aber die Dinge sind nicht so einfach, ich kümmere mich wirklich um diese Person. Das ist ein berechtigter Punkt. Beziehungen sind komplex, Gefühle sind stark. Aber hier kann uns die Weisheit des Stoizismus leiten. Die Stoiker konzentrierten sich auf Klarheit, Rationalität und ein Leben, das im Einklang mit unseren höchsten Werten steht. Sie schlagen vor, dass wir unsere Beziehungen durch diese Linse betrachten. Wenn wir in einer Situation bleiben, in der uns nicht der Respekt entgegengebracht wird, den wir verdienen, handeln wir dann im Einklang mit unserer eigenen Natur und den Tugenden, die wir anstreben. Wenn die Antwort Nein ist, dann ist es vielleicht an der Zeit für eine ernsthafte Neubewertung. Das bedeutet nicht unbedingt, jemanden kalt aus deinem Leben zu schneiden. Stattdessen geht es darum, unseren eigenen Wert anzuerkennen und Entscheidungen entsprechend zu treffen. Dies könnte bedeuten, klarere Grenzen zu setzen, ein ehrliches Gespräch darüber zu führen, wie du dich fühlst, oder in einigen Fällen zu akzeptieren, dass es an der Zeit ist, weiterzugehen. Es ist nicht egoistisch oder fordernd, sich selbst Respekt zu erweisen und Respekt von anderen zu verlangen. Es ist eine Reflexion der Selbstachtung, die die Stoiker glaubten, dass wir alle kultivieren sollten. Es geht darum, ehrlich zu leben und sicherzustellen, dass unsere Beziehungen den Respekt und die Tugend widerspiegeln, die wir in unserem eigenen Leben anstreben. Wenn du also mit einem Mangel an gegenseitigem Respekt kämpfst, denke darüber nach, was das für dich und dein Wohlbefinden bedeutet, und überlege, wie du damit umgehen kannst. Am Ende verdienen wir alle Beziehungen,
in denen wir gegenseitigen Respekt erfahren und geschätzt werden. Beziehungen, die das Beste aus uns herausholen und das Beste von uns widerspiegeln. Beziehungen, die nicht auf Illusionen, sondern auf der Realität basieren, stehen im Herzen des Stoizismus, der darin besteht, die Realität zu akzeptieren. Dies bedeutet, die Realität unserer Leben, unserer Beziehungen und der Welt um uns herum zu akzeptieren. Sie so zu akzeptieren, wie sie wirklich sind und nicht, wie wir sie gerne hätten.